Hier sind die Bildschirme ausgegangen mit 2 Twitch-Streams. Handy. Du hast doch eine Handy. Handy. Oder ein TV. Nicht jeder hat einen 500.000 Schreibtisch. 157.000, wenn ich bitten darf, Sir. Bleiben wir doch bitte bei den Fakten. Scheiß drauf. Stelle ich ihn einfach auf den Tisch, dann spare ich mir ein bisschen was. So, Level 80, orangenes Mashta. Orangenes Harry Mashta ist am Start. Bakari Mashta. Ja, aber ganz ehrlich, bei den höhenverstellbaren Schreibtischen, da wird so viel Müll verkauft. Das ist wirklich krank. Also ich muss jetzt echt mal hier ein bisschen Callouts machen. Also es gibt zum Beispiel so Brands, auch Gamer-Brands. Also es gibt mittlerweile gefühlt jeder verkauft heutzutage höhenverstellbare Schreibtische. Das wusste ich auch nicht, bevor ich da recherchiert habe. Aber sogar fucking Corsair. Ja, also die, wo auch Elgato, auch Elgato gehört zu Corsair zum Beispiel. Die verkaufen einen Tisch, wo du auch etlichen Schnickschnack hinzufügen kannst und whatever. Der kostet irgendwie zwischen 1000 und 2000. Also kannst du halt, wie gesagt, mit so vielen Upgrades noch hinzufügen, dass du den Preis einfach verdoppeln kannst, gefühlt. Und ist arschteuer. Und das ist nicht die einzige Gamer-Brand. Es gibt viele so, die einem auf Gamer-Brand machen jetzt bei den Schreibtischen und so. Und die verkaufen dir halt den letzten Scheiß und einfach nur, weil es von der Marke ist, verlangen sie halt 1000 bis 2000 Euro. Und dann schaust du dir Videos auf YouTube an, wo Leute das halt testen. Die fahren den auf die höchste Höhe, pusten den Tisch einmal an und alles fällt runter, beziehungsweise wackelt, wie es wäre ein Erdbeben am Start. Und das ist der letzte billig absolute Ultrascheißdreck, wo du wirklich nicht dran stehen und zocken willst, geschweige denn überhaupt dran stehen willst. Und die verlangen dafür so einen abnormal hohen Betrag. Also das ist wirklich geistesgestört. Findest du eigentlich fast nur Müll bei den höhenverstellbaren Schreibtischen. Also 90% sind actually Dogshit. For real, for real. Also natürlich, wenn man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ich meine, dann geht's nicht anders. Aber ansonsten, also das ist halt so eine klassische Sache, da nimmt man lieber mal einmal mehr Geld in die Hand. Wer billig kauft, kauft zweimal. Gibt's ja das Sprichwort. Und in dem Fall ist es halt wirklich etwas, da sage ich, dann spar lieber ein paar Monate, verzichte auf ein paar Mal Cashen, verzichte auf ein paar Mal Essen gehen oder so und kauf dir dann lieber ein richtig geiles Ding, wo du dann auch wirklich was von hast und nicht so ein Billigscheiß, wo du dann eh nur unglücklich bist. Weil das habe ich nämlich gemacht. Ich hab genau das gehabt. Ich habe billig gekauft, ich habe zweimal gekauft. Mein erster Tisch hat 1/3 gekostet von dem, was ich jetzt bezahlt habe. War halt auch Billigscheiß, mit dem ich absolut unzufrieden war. Den Fehler mache ich nicht nochmal. €300 Figur, den Flive cashen? Ich würde die Figur nehmen. Do it. Keine Ahnung, das mit den Speedsets ist irgendwie... Auf Dauer wird das irgendwie auch langweilig. Also, keine Ahnung, ich meine, das ist halt so typisches First-World-Problem. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie... Also ich finde es halt schon ein bisschen nervig wegen dem... Also mein Problem ist halt einfach, dadurch, dass halt permanent neue Sets rauskommen. Ich meine, ist ja logisch. Du kannst ja quasi nicht wissen von den Sets, die jetzt existieren, ob nicht noch was Besseres kommt oder ob nicht noch was Cooleres kommt. Das ist unmöglich zu wissen. Und mein Problem ist quasi jetzt nicht, dass halt neue Sachen rauskommen, sondern dass so viele neue Sachen rauskommen, weil es ja wirklich alle 2 Wochen ist. Und plus, dann gibt es ja ab und zu noch Extra-Sets, also alle 2 Wochen plus extra. Und du ja aber, wenn du schon geskinnt hast und dann feststellst, okay, da kam jetzt schon wieder was Cooleres raus im 2-Wochen-Rhythmus. Und dann müsstest du ja jedes Mal, um den Skin zu entfernen, diese 200 F-Coin zahlen. Und ich finde das halt... Keine Ahnung, ich finde das halt schon ein bisschen irgendwie ein Scam. Also ich meine, dass sie so viele Skins releasen, wäre fein, wenn du nicht immer wieder diese 200 F-Coin zahlen müsstest.
Weil so könnte man jetzt sagen, wenn sie jetzt nicht so viel CS releasen würden, mal angenommen, die würden im ganzen Jahr, keine Ahnung, 10 Sets releasen oder 5 oder so, statt Minimum 26, was es aktuell sind, dann würden sie ja quasi sagen, oder könntest du quasi leichter sagen, von allen Sachen ist das, was mir am besten gefällt. Die Wahrscheinlichkeit, dass bald was Cooleres rauskommt, ist ziemlich gering. Die releasen ja eh nicht so viel. Ich bin erstmal fertig mit meinem Charakter. So sieht er cool aus. Und wenn dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder so wirklich was Cooleres oder was anderes kommt, oder ich auf was anderes Lust habe oder so, dann ist das ja kein Problem. So grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich meine, gut, wobei du kannst den Skin ja ändern tatsächlich, aber du musst ja trotzdem die Sachen in deine Garderobe packen. Also du musst ja trotzdem quasi die Sachen löschen. Also irgendwelche Kosten hast du immer damit verbunden. Also den Skin entfernen ist nicht unbedingt. Kommt drauf an, du kannst ja auch das, zum Beispiel, wenn das 10% Set am besten gefällt, dann kannst du immer nur dein 10% Set wechseln. Weil es ja oft so ist, dass es farblich so ist, dass das 10% Set nicht unbedingt das coolste ist. Also ist random im Endeffekt. Man weiß ja vorher nicht, welche Farben welche sind. Ist ja immer anders. Aber du hast halt so oder so hast du irgendwie einen Verlust, sozusagen. Entweder durch die 200 F-Coin durch Skins entfernen oder durch die Sachen, die du einfach andauernd in deine Garderobe packen musst, die auch forever gone sind. Wenn du zum Beispiel wirklich ein 8% Speed-Set auf dein 10% skinst und das machst du ein paar Mal, dann vernichtest du ja auch etliche 100 Millionen Penya dann irgendwann und so. Also so oder so tut es irgendwie weh. Und es nervt halt, dass du nie fertig wirst, sozusagen. Also halt aber nicht aus dem Grund, dass sie halt immer neue Sachen releasen, sondern eher aus dem Grund, dass es halt immer mit diesen Kosten verbunden ist. Wenn man sagen muss, mit dem Skin entfernen, das war jetzt im Flash-PC auch nicht so cool, weil da wäre es eigentlich das gleiche gewesen damals. Aber zumindest konntest du damals die Skins gratis wieder entfernen, wenn du eine neue Waffe hattest oder so, oder ein neues CS-Set oder so. Aber an für sich, naja, ist es schon ein First-World-Problem, auf jeden Fall. Flive auf die 1, Exxon. Du sagst es. Flive auf die 1, Baby. Bis 0 Uhr zockt man schon öfter. Bis 2 Uhr dann doch eher selten. Also ich zumindest. Einige Fragen, Marius. Es ist ganz normal, dass du da langsam Haare bekommst. Das ist normal und ganz natürlich. Vielen Jungs in deinem Alter geht's genauso wie dir. Sie wollen nur nicht darüber reden. Du bist ganz normal und musst dich nicht dafür schämen, Marius. Alles ist gut. Es ist kein Bug, es ist ein Feature. In dem Fall wirklich. So, sondern einfach Furina Folklore. Yeah. Mom, warum heiße ich wie ein Genshin Impact Charakter? Ach, weißt du, mein Kind, wir hassen dich. Wir haben dich schon immer gehasst. Und wir wollten, dass die Leute sich über dich lustig machen. Bruh. Und Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go. GZ, danke. Aber Bachelor ist eh wertlos. Ohne Master. Wieso heißt es eigentlich aus der Kirche austreten und nicht christlose Kündigung? Weil es cringe wäre, wenn es so heißen würde? Because it would be cringe.